Shalom and good evening. I'm Pastor Matt McEwen. Shalom und guten Abend. Ich bin Pastor Matt McEwen. Welcome to this broadcast called The Depths of the Pardes. Und willkommen zu dieser Sendung, genannt die Tiefe des Pardes. Each week we gather together to dig beneath the surface of the scripture. Jede Woche kommen wir zusammen, um eben unter der Oberfläche der Schrift miteinander zu graben. The Jewish people have a 4-layer process of interpreting the Bible. Das jüdische Volk hat 4 Schichten, wie sie die Bibel interpretieren. It is called the Pardes. Und es wird Pardes genannt. The word Pardes comes from the first letter of each of the 4 Hebrew words you see on your screen. Und das Wort Pardes kommt aus den ersten Buchstaben von jedem der 4 Worte, die ihr hier seht auf dem Bildschirm. The first word is Paraschat, and that means the plain meaning of the text. Das erste Wort ist Paraschat und das bedeutet die offensichtliche Bedeutung des Textes. The layer under that is called the Remez, and it means a clue. Und die Schicht darunter ist der Remes, was so viel bedeutet wie Hinweis. The layer under that is called the Drasha, and that means a sermon. Und darunter haben wir die Drasha, was Predigt bedeutet. And the deepest level is called the Sod, and that means a secret. Und die tiefste Schicht nennt sich der Sod, was Geheimnis oder geheimnisvoll bedeutet. If you are reading the Bible only in German, you will only get the top layer of interpretation. Wenn wir die Bibel nur auf Deutsch lesen, dann erhalten wir nur die oberste Schicht der Interpretation, die wir gesehen haben. But it is our desire to go beneath the surface, to go deeper together. Aber es ist unser Wunsch, gemeinsam tiefer zu gehen, tiefer zu graben. Before we begin, I would like to wish you a Chag Sameach, a happy Chanukah. Und bevor wir anfangen, möchte ich euch Chag Sameach wünschen, ein fröhliches Chanukka. Remember, our Messiah Yeshua was at the temple during this feast of dedication in John chapter 10. Und erinnert euch, dass unser Messias Jeschua im Tempel war während dieses Festes der Weihung. Und wir können das nachlesen im Johannes Kapitel 10. One of the reasons that I celebrate Hanukkah is because Yeshua did. Und einer der Gründe, warum ich Chanukka feiere, ist, weil eben Jeschua es auch gefeiert hat. Let me give you a short lesson on Hanukkah. Ich möchte euch eine kurze Lektion über Chanukka geben. I have here the menorah for Hanukkah, which is called a Chanukiah. Ich habe hier die Menora für Chanukka, die Chanukiah genannt wird. This is different than the menorah that was in the Holy Temple. Und diese Menora ist anders als diejenige, die im heiligen Tempel war. This has 8 branches and 1 in the middle for a total of 9. Diese Menora hat 8 Arme plus einen in der Mitte, also total 9. And the one in the temple had a total of 7. Und derjenige im Tempel hatte total 7 Arme. I will just give you a short teaching on the shape of this Chanukiah. Und ich möchte euch einfach eine kurze Lehre geben über die Form von dieser Chanukiah. Notice on mine, the one in the middle is higher. It's above the rest. Bemerkt hier bei dieser Chanukiah, derjenige in der Mitte ist etwas höher als der Rest. And the candle that goes in here has a special name, and that is called the shamash, or the servant candle. Und die Kerze, die da reinkommt in der Mitte, hat einen speziellen Namen, den Shamash oder der Diener. So the servant is above the rest of the candles, but it comes down from its high place and it lights all the rest. So der Diener ist höher als alle anderen Kerzen, aber der Diener kommt herunter und gibt Licht zu allen anderen Kerzen. This reminds us of our Messiah Yeshua, who was exalted, but came down and became a servant to spread the light of the world. Und das erinnert uns natürlich an unseren Messias Jeschua, der vom Himmel herabkam zu uns
und uns Licht gegeben hat als das Licht der Welt. And it is my prayer that during this season of light, you would share the light of the Messiah with others. Und es ist mein Gebet, dass während dieser Zeit des Lichts, in der wir drin sind, dass du dieses Licht mit anderen teilst. Let us go to the Bible now in Genesis chapter 41 and read about Joseph. Wir gehen jetzt in die Bibel im 1. Mose Kapitel 41 und wir lesen über das Leben von Josef. Genesis chapter 41, beginning at verse 1. Und wir fangen im Kapitel 41, Vers 1 an. At the end of 2 years, Pharaoh had a dream. He was standing beside the Nile River. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil. And there came up out of the river 7 cows, sleek and fat, and they began feeding in swamp grass. Und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. After them, there came up out of the river 7 more cows, miserable looking and lean, and they stood by the other cows at the edge of the river. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Then the miserable looking and lean cows ate up the 7 sleek fat cows. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. At this point, Pharaoh woke up, Da erwachte der Pharao. but he went to sleep again and dreamt a second time. 7 full ripe ears of grain grew out of a single stalk. Er schlief aber wieder ein und träumte zum 2. Mal, und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm. After them, 7 ears, thin and blasted by the east wind, sprang up. Und siehe, nach diesen, da sproßten 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. And the thin ears swallowed up the 7 ripe ears. Then Pharaoh woke up and realized it had been a dream. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. In the morning, he found himself so upset that he summoned all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum, aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today reminds me of something wherein I am at fault." Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Pharaoh was angry with his officials and put me in prison of the house of the captain of the guard, me and the chief baker. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker. One night, both I and he had dreams, and each man's dream had its own meaning. Da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. There was with us a young man, a Hebrew, a servant of the captain of the guard, and we told him our dreams, and he interpreted them for us. He interpreted each man's dream individually. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. And it came about as he interpreted to us. I was restored to my office, and the other was hanged. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt, und ihn hat man gehängt. Then Pharaoh summoned Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon. He shaved himself, changed his clothes, and came in to Pharaoh. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie entließen ihn schnell aus dem Loch.
Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. This is a truly amazing story. Das ist wirklich eine sehr erstaunliche Geschichte. We're going to look at what the ancient rabbis say about this passage so we can dig beneath the surface. Und wir möchten uns jetzt anschauen, was die Rabbiner von früher gesagt haben über diese Passage. Und dadurch können wir tiefer graben. Let's look at this phrase. In verse 1, it says, at the end of 2 years. Wir möchten uns das anschauen. Im ersten Vers, da steht es am Ende von 2 Jahren. In the Midrash Tanchuma, it says, every affliction to befall man has a set time to end. In der Midrash Tanchuma, da steht, dass jeder Angriff aus dem Menschen, jede Schwierigkeit eines Menschen hat eine Zeit, eine bestimmte Zeit, wo es enden wird. In the book of Job, it says, he has set an end to darkness. Im Buch Hiob, da steht, er hat der Dunkelheit ein Ende gesetzt. This means that God, in his large plan for all of the universe, he knows exactly the proper times for good things to happen and for bad. Und das bedeutet, dass Hashem, Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, er weiß genau und die Zeit ist genau bestimmt dazu, Gutes oder Schlechtes, wenn es passiert. Er weiß darüber. Why does the verse say at the end of 2 years? Warum sagt der Vers am Ende von 2 Jahren oder nach 2 Jahren? Joseph at this point had been in prison already for 10 years. Zu diesem Zeitpunkt war Josef schon seit 10 Jahren im Gefängnis. And if you'll remember earlier in the story of Joseph, when this cupbearer came out of prison, he said, I will remember you and get you out of here. Und erinnert euch vorher, wir lesen vom Mundschenk, der zu ihm gesagt hat, ich werde mich an dich erinnern und ich werde dir helfen, hier rauszukommen. But he forgot about Joseph. Aber dann hat er Josef vergessen. And in a moment, we're going to see why. Und wir werden sehr bald sehen, warum. In the end, God is the one who is in control. Schlussendlich ist Gott derjenige, der die Kontrolle hat über alles. And he knew it would be best for Joseph to be in prison for another 2 years. Und er wusste, dass es am besten war, wenn Josef 2 weitere Jahre im Gefängnis verweilen würde. How can I say this? Und wie kann ich das so sagen? Because in the book of Proverbs, it says, in every sorrow there is profit. Weil im Buch der Sprüche, da steht, in jedem Leid, da ist auch Profit drin, da ist etwas Gutes drin. We can derive good from any situation, even if it's bad. Wir können das Gute aus jeder Situation herausnehmen, auch wenn die Situation noch so schlecht ist. This is a very Jewish idea. Und das ist ein sehr jüdisches Konzept. There is a belief in Judaism that inside everything is a divine spark, and we must find it and bring that spark out. Im jüdischen Denken, im jüdischen Glauben, da ist dieses Prinzip, dass in allem drin ein Funken ist, ein heiliger Funke, und wir müssen diesen Funken da herausnehmen. And in Rabbi Shapira's new book, The Besorah According to COVID-19, we see that through scripture, even this pandemic can have something good come of it. Und im Buch von Rabbi Shapira, die Besorah gemäß Covid-19, da sehen wir auch, wie aus einer noch so schwierigen Situation doch etwas Gutes herausgenommen werden kann. Once again, in Proverbs 14, it says, in every sorrow there is profit. Und nochmal, im Sprüche 14, da steht, in jedem Leid, da ist auch Profit. This is also spoken of in the New Testament in the book of Romans, where it says, all things work together for our good. Und das wird auch aufgegriffen im Römerbrief, wo wir lesen, dass uns alles zum Besten dienen soll. And this is what is happening in the life of Joseph.
Und genau das ist, was hier passiert im Leben von Josef. because he suffered in prison, but then profited from it because he became a ruler over Egypt. Er litt im Gefängnis und hat dann aber davon profitiert, weil er zum zweithöchsten Ägypter aufstieg. We must remember what the Bible says. If we humble ourselves in the sight of God, he will exalt us. Und wir müssen uns daran erinnern, wenn wir uns demütigen vor Gott, dann wird er uns erhöhen. But I believe the opposite is true as well. If we exalt ourselves in the eyes of God, he will humble us. Aber ich glaube auch, das Umgekehrte ist wahr. Wenn wir uns selbst erheben, dann wird er uns demütigen. Let's look at another phrase in verse 1. It says, and Pharaoh was dreaming. Wir möchten einen zweiten Teil des ersten Verses anschauen. Da steht, und Pharao hatte einen Traum oder träumte. It does not say in the Hebrew, and Pharaoh dreamed. It says, and he was dreaming. Es steht nicht im Hebräischen, er träumte. Es steht, er hatte einen Traum. Why is this phrase in the present tense and not the past? Und warum ist dieser Teil des Satzes in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheitsform? This is a clue to teach us that for those 2 extra years that Joseph was in prison, Pharaoh had the same dream every night. Und das ist ein Hinweis, dass während den 2 Jahren, die Josef im Gefängnis war, da hatte der Pharao ein und denselben Traum während 2 Jahren. But every morning when Pharaoh woke up, he could not remember his dream. Aber jeden Morgen, wenn er erwachte, da konnte der Pharao sich nicht mehr an den Traum erinnern. Until the time came for God to release Joseph from prison, and then he remembered his dream. Bis die Zeit kam, an der Gott Josef aus dem Gefängnis entlassen wollte, und dann war der Zeitpunkt da, an dem er sich an den Traum erinnerte. So when the chief cupbearer remembered Joseph, he knew exactly where to find him because he was still in prison. So als der Mundschenk sich erinnerte an Josef, wusste er genau, wo er ihn finden würde, weil er eben immer noch im Gefängnis war. This reminds me of another story in the Bible about a dream and its interpretation. Und das erinnert mich an eine andere Geschichte der Bibel über einen Traum und die Interpretation davon. Do you remember another ruler named Nebuchadnezzar who also had a dream and no one could interpret it? Könnt ihr euch erinnern an Nebukadnezar, der einen Traum hatte und niemand konnte seinen Traum interpretieren, deuten? And there was a good reason why no one could interpret it, because Nebuchadnezzar could not even remember the dream. Und gab einen guten Grund, warum niemand ihn deuten konnte, weil Nebukadnezar konnte sich nicht mal mehr daran erinnern. But God did an amazing miracle with Daniel. Aber da hat Gott eingegriffen und ein großes Wunder getan mit Daniel. In the Hebrew language, Nebuchadnezzar is spelled with a letter Tav. In der hebräischen Sprache wird Nebukadnezar mit einem Buchstaben Tav geschrieben. But when it's talking about his dream, the name Nebuchadnezzar has 2 Tavs in it. Aber wenn die Rede ist von seinem Traum, an dieser Stelle, da hat sein Name 2 Tavs. Why are there 2? Und wieso sind da 2 Tavs in seinem Namen? Because he did not know the interpretation of the dream, and he also could not remember the dream itself. Weil er erstens die Interpretation nicht kannte von seinem Traum und zweitens konnte er sich nicht mal daran erinnern. Many people could try to offer an interpretation of your dream if you remembered it. Viele Menschen könnten eine Interpretation geben von Traum, wenn du dich an den Traum erinnern würdest. But it would truly be a miracle if someone could come to you and say, this is what you dreamed, and here's what it means. Aber es wäre wahrhaftig ein Wunder, wenn jemand kommt und zu dir sagt, das ist, was du geträumt hast, und das hier ist die Bedeutung davon. This was Pharaoh's problem for 2 whole years.
Und das war das Problem von Pharao für 2 ganze Jahre. He was troubled by this dream that he kept having every night, but he could not remember what it was. Und dieser Traum, den er hatte, beunruhigte ihn, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was es war. Let's look at some of the parts of his dream specifically. Wir möchten einzelne Teile von seinem Traum im Speziellen betrachten. It says in the Hebrew, he stood over the river. Im Hebräisch steht, dass er über dem Fluss stand. Did you know that the ancient Egyptians actually worshipped the Nile River as one of their chief gods? Wusstest du, dass die früheren Ägypter den Nil anbeteten als einer ihrer Hauptgötter? It is because the Nile provided such life in Egypt. Und es war, weil der Nil eben der Inbegriff des Lebens war in Ägypten. We know from the Bible and from history, they don't get much rain in that part of the world, but they would cut canals coming off of the Nile to irrigate their crops. Wir wissen von der Geschichte, dass es sehr trocken war und dass sie nicht viel Regen erhalten. Und deshalb haben sie diese Gräben gegraben, um das Ganze zu bewässern, das Land. So because the river provided such life and bounty for them, they worshipped it. Und weil eben dadurch der Fluss so viel Leben ihnen gab, deshalb beteten sie ihn an. So when it says he stood over the river, the Midrash tells us that the wicked see themselves as standing over their gods. Und wenn da steht, dass der Pharao über dem Fluss stand, dann bedeutet das, dass die Bösen sich über Gott erhoben. But as for the righteous, God stands over them. As it said about Jacob's dream, God stood over him. Aber für die Gerechten, da ist es umgekehrt, da steht Gott über ihnen, wie zum Beispiel beim Jakob, bei seinem Traum. Let's look at this as well. Und wir möchten da auch noch reinschauen. It says he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men, but there was no one that could interpret the dream. Wir lesen, dass er alle Wahrsager rufen ließ und alle Weisen, aber es gab da niemanden unter denen, die den Traum deuten konnte. But it does not say that these wise men did not try to interpret it. Aber es sagt nicht aus, dass diese Weisen nicht versucht haben zu deuten. According to Jewish tradition, these wise men did try to interpret the dream, but they got it wrong. Gemäß jüdischer Tradition wissen wir, dass diese Männer versuchten, den Traum zu deuten, aber sie irrten in der Deutung. They said, the 7 good cows mean that you will have 7 daughters born to you, and the 7 bad cows mean that 7 other daughters will die. Die Interpretation geht so, dass die guten Kühe, das bedeutet, dass 7 Töchter geboren werden, und die mageren Kühe bedeutet, dass 7 Töchter sterben würden. They also said the 7 full stalks of grain mean that you will conquer 7 provinces. And the 7 bad ears of grain mean that 7 other provinces will revolt against you. Und mit den Ähren ist das so, dass die 7 Ähren dafür standen, dass sie 7 Gebiete erobern würden. Und die mageren Ähren bedeutet, dass 7 Gebiete sie angreifen würden. Somehow Pharaoh knew that these interpretations were not correct. Und irgendwie wusste Pharao, spürte er, dass diese Interpretationen nicht korrekt waren. Now remember, the chief butler had forgotten his promise to remember Joseph. Und erinnert euch daran, dass der oberste Mundschenk vergessen hatte und sich nicht mehr an Josef erinnerte. And why did he forget him? Und weshalb hat er ihn vergessen? We can prove through the Hebrew that he had a bad opinion of Joseph. Vom Hebräischen her können wir beweisen, dass er einen schlechten Eindruck hatte von Josef. This man looked down upon Joseph like he was less than him. Und er schaute auf Josef hinunter, so wie wenn Josef weniger wäre als er.
And we know this because of the three words he uses to describe Joseph. Und wir wissen das, weil wenn wir diese 3 Worte anschauen, die er gebraucht, um Josef zu beschreiben. And he calls him a na'ar, a lad. Er nennt ihn ein Na'ar, ein Junge. He calls him an Ivri, a Hebrew. Und er nennt ihn Ivri, einen Hebräer. And he calls him a slave, an Eved. Und er nennt ihn Eved, ein Sklave oder Diener. A lad means someone unwise and unfit for a high position. Ein Bursche oder Junge bedeutet so viel wie jemand, der nicht fähig ist für eine höhere Position. He calls him a Hebrew as an insult, meaning he's not an Egyptian. He doesn't properly know our traditions and know our language very well. Und er nennt ihn einen Hebräer und das bedeutet, er spricht schlecht über ihn, du kennst nicht mal unsere Sprache, du bist kein Ägypter, du bist ein Hebräer. He's an outsider. Er ist eben jemand, der nicht dazugehört. And finally, he calls him a slave because it was written in the laws of Egypt that a slave can neither become a ruler nor is he permitted to dress in princely robes. Und zu guter Letzt nennt er ihn einen Eved oder einen Sklaven. Und die haben kein Recht aufzusteigen. Die werden tief gehalten in Ägypten. Und die können nicht gekleidet werden im Prinzengewand. Even though this man spoke about Joseph in an unkind way, he had to admit that he properly interpreted his dream. Obwohl dieser Mann so negativ über Josef sprach, musste er zugeben, dass er seinen Traum richtig gedeutet hatte. I'm now going to tell you about something in Judaism that may sound shocking to you. Ich möchte euch jetzt etwas über das Judentum sagen, das euch vielleicht schockieren wird. This comes from the Midrash. Und das kommt aus dem Midrash. Rabbi Bana said, there were 24 interpreters of dreams in Jerusalem. Rabbi Bana sagte, es gab 24 Interpretatoren von Träumen in Jerusalem. Once a man dreamed a dream and went to all 24 of the interpreters, and each of them gave a different interpretation. Einmal hatte ein Mann einen Traum und er ging zu all den 24 Traumdeutern und jeder von den 24 gab eine andere Deutung. But all of the interpretations came true. Aber alle Deutungen wurden wahr. And this confirms what is said in Judaism, all dreams follow the mouth. Und das befestigt eigentlich diese Idee im Judentum, die sagt, alle Träume folgen dem Mund. What does it mean that dreams follow the mouth? Und was bedeutet das, die Träume folgen dem Mund? This means there is power in the words of the interpreter of the dream. Das bedeutet, dass da Kraft ist in den Worten des Traumdeuters. Don't we learn in the New Testament that there is life and death within the power of the tongue? Im Neuen Testament lernen wir ja, dass die Kraft der Tod und Leben in der Zunge ist. Rabbah said, if the interpretation corresponds to the content of the dream, then the interpreter, it's like a self-fulfilling prophecy. Und Rabbah sagt, wenn die Deutung korrespondiert mit dem Traum, es ist eigentlich wie eine selbsterfüllende Prophetie, in diesem Sinne zu verstehen. We must be so careful with our words. Und deshalb heißt das, wir müssen so vorsichtig sein mit unseren Worten. Here is another story from the Midrash that tells us more about this concept. Und da gibt es noch eine weitere Geschichte aus dem Midrash, die uns weiter erklärt über dieses Konzept. A woman came to Rabbi Eliezer that had a dream. Eine Frau, die einen Traum hatte, kam zu Rabbi Eliezer.
She said, I saw in my dream that the upper story of my house was split open. Und sie sagte, ich sah in meinem Traum, dass der obere Teil meines Hauses aufgerissen wurde. And he said, your dream means you will have a son. Und er sagte, dein Traum bedeutet, dass du einen Sohn haben wirst. And it came true. She had a son. Und es wurde wahr, sie hatte einen Sohn. Later, she had the exact same dream again, and she came back to Rabbi Eliezer. Und etwas später hatte sie den genau gleichen Traum, ein zweites Mal, und sie kam zurück zu Rabbi Eliezer. And he said, the dream means you will have a son. Und er sagte, der Traum bedeutet, du wirst einen Sohn haben. And she did. It happened again. Und sie hatte wieder einen Sohn. Es passierte wieder. She dreamed the same dream a third time and came to find Rabbi Eliezer, but he was gone. And so she asked his disciples. Sie hatte den dritten Traum, den gleichen Traum ein drittes Mal. So, sie kam wieder zu Rabbi Eliezer, der war aber nicht da. Und dann kam sie zu seinen Jüngern. And they told her, this dream means you will bury your husband. Und die haben ihr gesagt, der Traum bedeutet, dass du deinen Mann begraben wirst. And it happened. The man died. Und es passierte, der Mann starb. Rabbi Eliezer, when he got back, heard the sound of a woman crying, and he asked his disciples, what happened? Und Rabbi Eliezer, als er zurückkam, hörte er diese Stimme der Frau, die weinte, und er fragte seine Jünger, was ist hier passiert? And they told him about their interpretation of her dream. Und sie haben ihm erzählt über die Interpretation, die sie dem Traum gegeben haben. And he said, you have killed the man. Und er sagte zu ihnen, ihr habt den Mann umgebracht. Is it not written, and it came to pass as he interpreted it to us, so it was? Ist es nicht geschrieben, so wie es gedeutet wurde, so ist es auch geschehen? As a little extra statement, Rabbi Yochanan said that all dreams are dependent upon the interpretation given to them, except a dream about wine. Rabbi Jochanan sagte, dass jeder Traum die Bedeutung erhält, die man ihm gibt, außer einem Traum über Wein. Sometimes a dream of someone drinking wine is a good sign, and sometimes it's a bad sign. Manchmal, wenn man im Traum jemanden sieht, der Wein trinkt, ist das ein gutes Zeichen und manchmal ein schlechtes Zeichen. When a scholar drinks wine in a dream, it's a good sign. And when an ignorant, foolish person drinks wine, it's a bad sign. Wenn jemand, der studiert und gelehrt ist, Wein trinkt, ist es ein gutes Zeichen. Wenn aber jemand Wein trinkt, der nicht gebildet ist oder dem es egal ist, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Now let's look a little deeper into the dream that Pharaoh had. Wir möchten noch ein bisschen tiefer schauen in den Traum, den der Pharao hier hatte. Pharaoh said to Joseph, in my dream, I am standing beside the river. Pharao sagte zum Josef, in meinem Traum, da stand ich neben dem Fluss. Let's contrast this with a dream that Joseph had years before. Und wir möchten das jetzt vergleichen mit einem Traum, den Josef vorher hatte. In Joseph's dream, he was working in a field, binding together stalks of grain. Im Josefs Traum, da arbeitete er auf dem Feld und hat die Ähren gebunden. His brothers were there working as well, and their bundles of grain bowed down to his. Und seine Brüder waren dort auch mit ihm zusammen am Arbeiten und die Ähren der Brüder verneigten sich vor seiner Ähre. Look at the setting of each of the dreams. Wir schauen uns jetzt die Positionen der beiden Träume an. Joseph was working in a field, Josef arbeitete auf dem Feld, but Pharaoh was simply standing beside the river. aber Pharao, der stand einfach nur neben dem Fluss. Our rabbis tell us that some people are like Pharaoh. They stand to the side
and let the river of life pass them by. Und unsere Rabbiner sagen uns, manche Leute sind wie der Pharao, sie stehen neben dem Fluss und lassen einfach das Leben an sich vorbeifließen. To Pharaoh, life is a river and he is a passive bystander. Für den Pharao war der Fluss das Leben und er ist einfach jemand, der passiv daneben steht. But to Jacob, or to Joseph rather, life is a field that you must work in. Aber für Josef bedeutet das Leben ein Feld, in dem man arbeitet. We must remember this because we are not meant to be passive on the sidelines. Und wir müssen uns daran erinnern, weil wir sind nicht dazu geschaffen, um einfach passiv zu sein, auf der Seite zu stehen. It is our job to work in the field of this world. Es ist unsere Aufgabe, auf diesem Feld, genannt die Welt, zu arbeiten. This is why God has given us good works or mitzvot to do in his word. Und deshalb hat uns Gott auch die Mitzvot, die guten Taten gegeben in seinem Wort. I have a difficult question for you. Ich habe eine schwierige Frage für euch. Are you working in the field or are you letting the river pass you by? Arbeitest du auf dem Feld oder lässt du den Fluss des Lebens an dir vorbeifließen? If you are letting life pass beside you, you still have a chance to get into the field and do the work before the Messiah returns. Wenn du den Fluss des Lebens an dir vorbeifließen lässt, hast du immer noch Zeit, um auf das Feld zu gehen und auf diesem Feld zu arbeiten. But I must warn you, the time is short. Aber ich muss dich warnen, die Zeit ist sehr kurz, die noch verbleibt. I want to leave you with two things that you can do as action steps this week. Und ich möchte euch 2 Sachen geben, die ihr tun könnt diese Woche. Number one, work in the field that God has given you. Erstens, arbeite auf dem Feld, das Gott dir gegeben hat. And remember that God is above you. You are not above him, as Pharaoh saw in his dream. Und erinnert euch, dass Gott über euch ist und nicht ihr über Gott, so wie es der Pharao in seinem Traum auch gesehen hat. And number two, remember, we must be careful of the words that we use with people. Und zweitens, erinnert euch daran und seid vorsichtig mit den Worten, die ihr gebraucht, wenn ihr mit Menschen sprecht. Dreams follow the mouth. Weil die Träume folgen dem Mund. If someone has a dream or a vision and they ask you if you can interpret it with God's help, speak life into them and not death. Wenn jemand einen Traum hat und dich fragt wegen der Interpretation, dann sprich Leben in dieses Leben hinein und nicht Tod. Why was Joseph able to interpret this dream correctly? Weshalb hatte Josef die Fähigkeit, diesen Traum korrekt zu interpretieren? It is because he said, I cannot interpret your dream, but God can, and I will tell you what God says. Es war deshalb, weil er sagte, ich kann den Traum nicht deuten, das kann nur Gott, und ich sage euch jetzt, was Gott sagt. That is the proper attitude. Und das ist die richtige Einstellung dazu. Remember, as we talked about the Chanukiah, Erinnert euch daran, was wir über die Chanukia miteinander angeschaut haben? we must be willing to spread the light of the world of the Messiah around to others. Wir müssen gewillt sein, das Licht vom Meschiach anderen gegenüber zu verteilen, zu leuchten für ihn. And I pray you will do that. Und mein Gebet ist es, dass ihr genau das tut. Would you let me pray with you? Ich möchte noch mit euch beten. Our Father in heaven, we thank you for this evening. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Thank you for the example of Joseph. Wir danken dir für das Beispiel von Josef. Help us to depend on you and to humble ourselves before you. Hilf uns, dass wir von dir abhängig sind und dass wir uns vor dir demütigen.
Help us to speak life to those around us. Hilf uns, dass wir Leben sprechen können in diejenigen, die um uns her sind. And help us not stand aside while life passes us by. Help us to work actively in the field you have given. Und hilf uns, dass wir nicht einfach zur Seite stehen und das Leben an uns vorbeifließen lassen, sondern dass wir aktiv werden auf dem Feld. In the name of our Messiah, Yeshua. Amen. Im Namen von unserem Messias, Jeshua. Amen. Pastor Amen. Matt. Amen. Hello there, Matt, Rabbi. it's great to see you recovering. Thank you, And Rabbi. I want Amen. to take the broadcast for a minute or two just to give an announcement for our German Please. audience. Thank you so much. Sure. Hans, we want to take a moment and give an update to our German viewers this evening. Wir möchten einen Moment jetzt nehmen und die Deutschsprachigen informieren heute Abend. We know that you've been waiting for a long time, and we're really excited during Hanukkah to let you know about a few important development. Und während dieser Zeit von Chanukka freuen wir uns, euch ein paar wichtige Sachen weiterzugeben. 3 important announcements for this evening. Und wir haben 3 verschiedene Sachen, die wir euch sagen möchten heute. Number 1, the Ahavat Olam Sidur is now complete 100% in German. Erstens, die Ahavat Olam Sidur ist jetzt 100% komplett auf Deutsch. It's been translated professionally into German, Es wurde professionell übersetzt ins Deutsche, including the commentary. inklusive der Kommentare. And we are going to print it before the end of the year. Und wir werden es, bevor das Jahr ist, noch drucken lassen. We are going to make an announcement here in the next week or two exactly how you will be able to pre-order it. Und in den nächsten 1 bis 2 Wochen werden wir euch auch mitteilen, wie ihr es schon mal vorbestellen könnt. This is a significant milestone to our German family. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Meilenstein mit unserer deutschen Familie. And in 2021, Und im 2021, nächstes Jahr, God willing, we will be able to hold a Shacharit event to our German speakers in Germany. wenn Gott es zulässt, dann werden wir einen Schacharit haben in Deutschland selbst. Announcement number 2 is also very important. Und das Zweite ist auch sehr wichtig, dass ich sagen möchte. We have been working very hard on the translation of this book. Wir haben sehr hart gearbeitet an der Übersetzung von diesem Buch hier, which is arguably going to be one of the most significant releases ever of the Messianic faith into the German language. und das ist eine der wichtigsten Übersetzungen ins Deutsche überhaupt. It is going to be released in German. Es wird auf Deutsch erhältlich sein. The translation is moving very well. Die Übersetzung ist auf gutem Wege. We are at this point of over 1/3 complete. Wir haben schon über 1/3 geschafft von der Übersetzung zu diesem Zeitpunkt heute. And I'm very hopeful that by January, end of January, we will be able to go already and print this book. Und meine Hoffnung ist, dass wir Ende Januar bereits dieses Buch zum Drucken geben können. We would appreciate your prayers on that. Und wir schätzen euer Gebet diesbezüglich. I want to remind you on the third announcement that your prayers mean a lot during this time. Und drittens möchte ich euch daran erinnern und euch danken für eure Gebete, die uns sehr viel bedeuten. We are making a big effort of getting more teaching into the German language. Es ist unser Anliegen, dass wir mehr und mehr Lehre auch ins Deutsche übersetzen können. We just released a new course into the German language inside our school.
Und wir haben soeben einen neuen Kurs wieder freisetzen können in deutscher Sprache, freigeben können. I think a month or two ago, I announced this already. Vor 1 bis 2 Monaten habe ich diesen Kurs hier angesagt. This is the footsteps of ancient Messianic Jews. Auf den Spuren des urmessianischen Judentums. But in the new course, we look at the life of Yeshua himself. Aber im neuen Kurs, da schauen wir uns das Leben von Jeschua selbst an. And it's called At the Footsteps of Rabbi Yeshua. Und der Kurs nennt sich in den Fußstapfen des Rabbi Jeschua. If you're interested in studying a program that now is accredited all over the world, Wenn du Interesse hast, an einem Programm mitzustudieren, das anerkannt ist weltweit, and you speak German, und du sprichst Deutsch, we have you. They have already now, we have 6 courses and we're going to continue to expand it. dann möchte ich auch sagen, wir haben bereits 6 Kurse und wir werden das noch weiter entwickeln. So those 3 announcements are very important announcements for Hanukkah for all of us. So, diese 3 Sachen, die ich euch mitgeteilt habe, sind sehr wichtig an diesem Chanukka. Those last courses are being recorded in Israel. Diese letzten Kurse, die wurden in Israel selbst aufgenommen. The book is going to be dealing with end times. Und das Buch bewegt sich, das Thema dort ist das Thema die Endzeit. And the Siddur going to teach you how to pray today. Und der Siddur wird dich lehren, wie wir heute beten. We cover the present and we cover the future. Wir haben die Gegenwart somit abgedeckt und die Zukunft. To all of our friends in Germany, in Switzerland, in Israel, we wish you Chag Sameach. All unseren Freunden in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, in Israel, wir wünschen euch Chag Sameach. We bless you and we can't wait to give you more updates in the weeks to come. Und wir segnen euch und wir freuen uns, in den kommenden Wochen euch noch mehr mitteilen zu können, was so läuft. God bless you and Laila Tov on the 5th night of Hanukkah. Der Herr segne euch und Laila Tov an dieser 5. Nacht von Chanukka.